Hi und herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Kanal. Heute soll es um ein spezielles Armbandsystem gehen, und zwar das Zulu Diver Octopod, was ich euch gleich vorstellen werde. Vorher darf natürlich der Wrist-Check nicht fehlen. Ich trage die blaue Citizen Pro Master am Islander Jubilee Armband, was ich mir vor ein paar Wochen aus den USA bestellt habe. Bin sehr zufrieden mit dem Armband. Falls ihr daran Interesse habt, beziehungsweise einer Vorstellung, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich das auch nochmal reviewen. Wirklich ein sehr schönes Armband, was der Uhr nochmal einen ganz anderen Charakter gibt. Und ich trage das wirklich sehr gern. Aber heute soll es, wie gesagt, darum gehen, was in dieser Box drin ist und ja, warum dieses Zulu Diver Octopod System vielleicht für einige von euch auch interessant sein könnte. Es ist wie immer meine eigene Meinung. Ich kriege leider kein Geld dafür, habe mir das alles selber gekauft und ja, wie es mir gefällt und was meine ehrliche Meinung dazu ist, erfahrt ihr jetzt im Video. Viel Spaß damit. So, hi und herzlich willkommen nochmal zum Video über das Zulu Diver Octopod Watch Strap System, so heißt es korrekt. Das NATO-Bandsystem kommt in diesen Alu-Dosen geliefert, beziehungsweise die Bänder. Ich schraube es jetzt hier mal direkt auf und hier sehen wir die Armbänder drin. Die Schließe wurde in einem separaten Briefumschlag aus Papier geliefert. Die seht ihr dann hier. Und ja, die Leute, die mir auf Instagram folgen, die werden schon gesehen haben, wie das Ganze dann an einer Uhr dann im fertigen Zustand aussieht. Ich habe es jetzt nochmal auseinandergebaut, um es euch gleich einmal an einer Uhr zu zeigen, wie das Ganze aufgezogen wird. Und ja, hier sehen wir quasi einmal die Metallschnalle mit den Drückern. Links und rechts sind jeweils Drücker. Wenn ich die dann betätige, öffnet sich die Schließe. Ganz bekanntes System und rastet dann auch schön ein, wenn man einen etwas kräftigeren Druck hat. Also der Druckpunkt ist ein bisschen speziell bei dieser Schließe. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich raus hatte, wie sie optimal schließt. Aber wenn man dann hier quasi mittig einmal draufklickt, dann rastet sie auch sehr sauber ein. Wir haben einen schönen, ich weiß nicht genau, ich würde sagen, es ist ein eingravierter Schriftzug, Zulu Diver. Könnt ihr hier sehen. Sieht ganz nett aus. Ich persönlich fände es sehr cool, wenn vielleicht irgendwann so persönlich gravierbare Schließen dann bestellbar wären. Also mit einem Wunschdesign oder Initialen etc. Mal sehen, vielleicht gibt es ja in der Zukunft noch was. Dann sehen wir hier im Inneren der Schließe eine Patentnummer. Ich glaube, das Ganze ist ein patentiertes System. Die Kamera will das jetzt gerade nicht scharf stellen hier. Ist auf jeden Fall eine Patentnummer eingraviert. Ganz nettes Gimmick. Und dann sehen wir hier noch die Breite der Schließe, in meinem Fall 20 mm, hier oben eingraviert. Das Ganze gibt es in 20 und 22 mm aktuell. Und ich habe gesehen, dass kurz nachdem ich die Schließe gekauft habe und die Bänder, die Octopod-Schließe in einer neuen Variante erhältlich ist, beziehungsweise einer geupdateten Variante. Und zwar ist dieses Teil jetzt hier etwas kürzer geworden, weil viele Kunden wohl meinten, dass die Schließe ihnen ein bisschen zu mächtig sei. Sie ist auf jeden Fall nicht gerade zierlich. Ich messe jetzt einfach mal hier, beziehungsweise nehme mal kurz die Maße. Und zwar ist sie insgesamt, also im geschlossenen Zustand, ich drehe es nochmal kurz hier, den Messschieber. Im geschlossenen Zustand haben wir eine Breite von 56 mm, also 5,6 cm. Das ist schon relativ lang und gerade für sehr schmale Handgelenke könnte das problematisch werden. Ich sag mal so, alles unter 16 cm oder vielleicht 15,5, da dürfte es dann wirklich eventuell problematisch sein, beziehungsweise die Schließe dann zu lang einfach und dann überstehen, was vielleicht viele stören würde. Und wir haben eine Breite jetzt bei der 20 mm Version von 23 mm. Also sie ist auch nicht besonders schmal, so muss man sagen. Also
Wir werden es gleich noch am Arm sehen. Ich persönlich finde das ganz cool, diesen Look. Ja, hat einen sehr tooligen Look dann am Arm und persönlich finde ich es auch gut, dass man ja quasi ein bisschen was Massives bekommt. Sie ist halt nicht günstig, zum Preis komme ich am Ende nochmal und es wäre aus meiner Sicht dann auch irgendwie schade, wenn es was sehr Unscheinbares und Kleines ist. Macht so einen ganz guten Eindruck. Man hat ein bisschen Spiel, wenn ich hier so wackel, ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera, aber alles in allem wirkt sie sehr hochwertig verarbeitet, alles sauber entgratet, schön, ja, schön geschliffen. Es gibt sie auch in verschiedenen Finishes, also einmal hier in der gebürsteten Variante, für die ich mich entschieden habe. Und es ist auch eine Hochglanzvariante verfügbar, eine schwarz beschichtete Variante und jetzt ganz neu, glaube ich, auch eine Bronze-Variante. Bronze wäre für mich jetzt nicht so super interessant. Ich weiß auch nicht, ob die Schließe dann wirklich komplett aus Bronze ist oder ob es nur auch eine Beschichtung ist oder sowas ähnliches. Ja, sieht auf jeden Fall dann auch sehr retromäßig aus. Ist für mich jetzt persönlich nicht so interessant, aber gibt bestimmt auch einige Fans. Gerade wenn man eine Bronzeuhr trägt und sich für das System interessiert, dann sollte das natürlich auch bestenfalls Ton in Ton sein. Ja, so viel erstmal zur Schließe. Genau, also kann einmal die Schließe bestellen, die braucht man so oder so. Und man hat dann die Möglichkeit, viele verschiedene Bänder zu bestellen. Zu denen komme ich jetzt mal. Da habe ich mir gleich ein paar bestellt. Und zwar gibt es die auch in verschiedenen Varianten im Shop. Wo da die Unterschiede sind, das zeige ich euch gleich. Oder sage ich euch gleich. Erstmal zeige ich euch die verschiedenen Farben. Ich habe gleich, ich glaube, insgesamt 12 Bänder bestellt. Ja, warum und weshalb, darauf gehe ich am Ende nochmal ein. Hat auf jeden Fall, kleiner Spoiler-Alert, was mit den Versandkosten zu tun, weil ich gedacht habe, okay, ich zahle jetzt lieber einmal Versandkosten und bestelle dann lieber gleich ein paar Bänder. Mir gefallen die Farben auch alle sehr, sehr gut, muss ich sagen. Von daher hätte ich am liebsten gleich noch mehr gekauft. Ja, das sind jetzt so hier die Farben. Ich ordne es mal ein bisschen anders an, damit ihr sie alle sehen könnt. Dann kriegt man einen besseren Überblick von den Farben vielleicht auch. Gut, grau ist jetzt ein bisschen schwierig auf dem Hintergrund. So. Und dann noch ein unifarbenes in Blau. Das sind so die Farben, die ich mir bestellt habe. Genau, also ich finde, es ist so für alle Geschmäcker was dabei. Die Unterschiede liegen darin, dass bei den einfarbigen Bändern das Material sogenanntes Hydra Rib ist, also jetzt bei denen, die ich bestellt habe. Es gibt auch einfarbige, die nicht aus diesem Material sind. Das ist ein spezielles Nylon, so wie ich das verstanden habe, was besonders widerstandsfähig und UV-resistent ist und auch wasserresistent. Also man kann mit diesem Material auch schwimmen, mit den Uhren. Ist jetzt, ja, hat so einen Stofflook auf jeden Fall, fühlt sich aber in der Hand sehr stabil und wertig an. Also ist wohl auch ja, deutlich resistenter und langlebiger als normaler Nylon- oder Baumwollstoff, aus dem andere NATO-Bänder sind. So habe ich es zumindest verstanden. Ein kleiner Nachteil ist bei dem Material, dass es nicht dehnbar ist. Also wenn ich jetzt hier ziehe, dann tut sich da wirklich gar nichts. Das ist sehr fest und gibt nicht nach, ist nicht elastisch. Und das ist ein Vorteil von den ja, anderen Bändern, die einen Stretch-Anteil haben. Ich demonstriere es jetzt mal hier bei dem Band, diese zweifarbigen. Und das ist natürlich ja, auf der einen Seite sehr cool, weil man gerade im Sommer, wenn man so ein Band trägt, ja, ein bisschen Spiel einfach am Arm hat, gerade wenn der Arm oder das Handgelenk sich ausdehnt. Ja, muss man das Band nicht direkt verstellen und es fühlt sich einfach bequemer an. Auf der anderen Seite ist der Stoff hier ein bisschen dicker und ich habe es auch direkt bei den ersten Montagen gemerkt, dass es sich an der Seite leichter aufribbelt. Man sieht es,
irgendwo hier. Ja, genau an den Enden. Bei der Montage werdet ihr es vielleicht gleich nochmal sehen. Das ist ein bisschen fummelig. Da ist bei diesen Bändern mit Stretch-Anteil die Gefahr, glaube ich, höher, dass sie schneller ja, verschleißen oder eine Risse bekommen. Das ist so zumindest mein erster Eindruck. Ich kann es noch nicht genau sagen. Ich habe es jetzt erst seit ca. 2 Wochen, das Bandsystem. Also ist keine Langzeiterfahrung jetzt dabei. Aber es wirkt so, als wäre dieser Stoff nicht annähernd so robust wie die Bänder aus diesem Hydra Rip Material. Aber ich muss sagen, ich bereue ein bisschen, dass ich so viele einfarbige Bänder gekauft habe. Ich finde die zwar alle sehr cool, aber diese zweifarbigen Designs, ja, hier auch noch eins, die sind natürlich auch schon, ja, an den Uhren haben sie mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, ich muss da auch nochmal nachbestellen. Es gibt noch viele andere zweifarbige oder dreifarbige Designs mit diesen Streifen. Die sind leider alle nicht in diesem Hydra Rip Material verfügbar, aber trotzdem einfach haben die einfach einen sehr coolen Retro-Look, den ich persönlich sehr mag. Und ja, ich befürchte, dass ich noch mal eine kleine Nachbestellung machen muss, früher oder später. Aber erstmal muss ich natürlich die ganzen anderen Farben hier durchtesten. Also blau ist natürlich dann hier was ganz klassisches, schlichtes. Grün hatte ich vorher an einem Kautschukband gesehen. Das Review dazu kann ich euch auch nochmal verlinken. Das ist quasi hier so ein ähnlicher Grünton, der mir sehr gut gefallen hat und den ich dann auch unbedingt gerne haben wollte. Auch die Enden hier der Bänder sind sehr schön, ja, verarbeitet und entgratet, sage ich mal. Also auch die Klebekanten hier von diesem Stoff wirken sehr robust. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man damit einige Jahre Freude hat. Besonders wenn man halt auch mal irgendwie die Bänder nass werden lässt, ist dieses Hydra Rip Material, denke ich, optimal. Dadurch, dass es halt nass werden kann und auch ja, wasserbeständig ist, UV-resistent sein soll. Wie das genau ist, weiß ich nicht, aber ich werde sie jetzt im Sommer öfter tragen und dann kann ich euch vielleicht in ein paar Monaten nochmal ein Update geben. Die Farbe fand ich auch sehr cool. Ist halt so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen, so ein Tiffany-Blau, in ein bisschen Vintage-Optik, also ein bisschen matter, ein bisschen älterer Farbton gefühlt. Aber fand ich an der Citizen Pro Master auch sehr cool. Dann ein paar knalligere Farben. Hier das Orange passt, glaube ich, auch sehr gut zum Sommer jetzt. Auch wieder eine schöne Struktur. Dann, was ich sehr cool fand, ihr habt die Möglichkeit in dem Shop ein Ukraine-Design zu erwerben und die Erlöse von diesem Armband werden dann auch gespendet. Finde ich eine super Sache. Ich meine, während wir hier über Uhren reden, haben andere Leute ganz andere Probleme. Und so kann man einen ja, minimalen Beitrag dazu leisten, dass es diesen Leuten vielleicht auch ein bisschen besser geht. Natürlich ist es natürlich ja, ein sehr kleiner Beitrag, aber ich finde diese Charity-Aktion prinzipiell sehr schön und habe gedacht, das muss ich auf jeden Fall mitbestellen. Auch eine coole Sommerkombination natürlich, die Farben. Dann haben wir hier eine graue Variante, die hier auf dem grauen Untergrund so ein bisschen untergeht. Auch ein schöner Farbton. Diesen Farbton finde ich auch sehr schön. So ein Senfgelb, etwas dunkler als Senffarben vielleicht. Hat mich auch direkt angesprochen. Ich habe es noch nicht getragen, aber die Probe steht noch aus. Und dann haben wir hier noch einen schlichten Braunton, der sich, denke ich, auch mit vielen Uhren kombinieren lässt. Genau, aber jetzt genug von den Farben. Ich würde sagen, wir suchen uns eine aus und montieren das ganze Band einfach mal hier in der grünen Citizen Pro Master. Um einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wie das Band dann aussieht, können wir es einfach hier einschieben. Und dieser Grünton zum Beispiel, der passt natürlich jetzt hervorragend zum grünen Ziffernblatt. Aber ich glaube, ich habe Lust auf ein bisschen Kontrast. Würde schon farblich sehr gut passen. Das Blaue, nee, sehe ich jetzt persönlich nicht so an der Uhr. Das könnte, glaube ich, ganz cool aussehen. Dieses zweifarbige Design. Ja.
Ja, gefällt mir schon ganz gut. Aber ich schaue mir noch mal eine andere Farbe an. Und zwar das Orange. Ne? Ich hatte ja letztens schon bei der Vorstellung der Kautschukbänder ein orangenes Band in der Hand gehabt und hat gedacht, die Farbe gefällt mir irgendwie sehr gut. Gerade für den Sommer jetzt. Und ich glaube, das werden wir jetzt einfach mal anmontieren. Ich habe Lust auf die Farbe und ja, werde ich jetzt einmal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Hierfür nehmen wir uns die Schließe, öffnen diese und führen das Band durch die erste Öffnung ein. Und anschließend ziehen wir es durch die Öffnung am Ende der Schließe. Als nächstes ziehen wir diese Öffnung beziehungsweise dieses Ende schieben wir durch die Mitte. So, dass wir hier auch genügend Material zur Verfügung haben. Das ist gleich wichtig, sonst wird es sehr tricky. So sieht das dann aus von unten. Und dieses Ende hier, dieses Ende müssen wir jetzt durch diese Öffnung dort nochmal schieben. Und dann ist das Ganze auch schon halbwegs fertig. Wir ziehen das dann jetzt hier durch und sehen, dass es auf einer Seite jetzt quasi schon montiert ist. Jetzt haben wir hier natürlich noch ein bisschen Spiel übrig. Ich schiebe das Ganze nochmal zurück. Ihr seht hier diesen Überhang, den ziehe ich jetzt hier nochmal hoch. Und habe das Band jetzt hier soweit auf der Seite fest. Jetzt brauchen wir im nächsten Schritt schon die Uhr. Und da habe ich mich beim Anfang immer so ein bisschen schwer getan, wie jetzt die richtige Positionierung ist. Ich muss mal kurz überlegen, wie es an der Schnalle ist. Okay, die Seite ist oben. Alles klar. Oh, sorry, kurz gegen die Kamera gekommen. Wir probieren es einfach mal. Nee, das wäre falsch rum. Ihr nehmt die Uhr an einer Seite, führt das Band durch und schiebt es dann quasi so ans Ende der einen Seite, die ihr schon fertig montiert habt. Und ich sehe, dass ich es nochmal tauschen muss. Die Uhr ist nämlich seitenverkehrt. Also so drehen wir das Ganze nochmal um 180 Grad. Und so müsste es jetzt passen. Positioniert sie hier am Ende. Ja, hier ist jetzt ganz schön viel Spiel. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt auch mit dem restlichen Teil, der hier übersteht. Sonst muss ich es gleich nochmal nachjustieren oder hole mir jetzt quasi noch ein bisschen Faden, indem ich hier einfach jetzt nochmal das Ganze nach oben ziehe. Braucht man ein bisschen Kraft für, gerade wenn es schon so festgezurrt ist, aber es geht. Macht es dann einfach gleich leichter, die zweite Seite festzuziehen. So, genau. So sieht das Ganze dann aus. Die eine Seite haben wir fertig. Und jetzt machen wir das Ganze auf der anderen Seite quasi nochmal. Führen das Band einmal durch die Öffnung. Dann hier rein. So, und das ist dann die Seite, wo es ein bisschen tricky ist. Weil man einfach nicht besonders viel Spiel hat. Hier kommt das Ende jetzt durch und da muss man halt
ja, ein bisschen Fingerspitzengefühl haben jetzt durch die Mitte durch. Und der Überhang kommt jetzt nochmal wie im vorherigen Schritt auf der anderen Seite durch die Seite dort. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Ist leider direkt vor der Kamera ein bisschen schwierig zu machen, weil man sich echt ein bisschen konzentrieren muss. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber ja, man muss sich wie gesagt konzentrieren, damit man die Öffnungen da auch trifft, weil viel Platz hat man nicht. So sieht es dann aus. Jetzt muss ich dieses Ende nur noch rausziehen und ja, kann die Uhr jetzt hier festzurren, beziehungsweise das Armband. Und dann ist es eigentlich auch schon dran. Man sieht jetzt hier, dass die Innenseiten abstehen, nach innen. Ich habe auch zuerst gedacht, ob das nicht irgendwie stört beim Tragen oder ob man das nicht sieht. Aber dem ist nicht so, also da kann ich euch beruhigen. Und vielleicht habe ich Glück und es passt jetzt direkt. Ich nehme mal die ProMaster ab und wir probieren es einfach mal, ob ich instinktiv die richtige Breite gewählt habe. Okay, es ist jetzt ein bisschen eng, ich brauche auf jeden Fall mehr Spiel. Dafür schiebe ich das Band wieder hier ein bisschen zurück. Hole mir auf der Seite ein bisschen was an Material. Ja. Das ist auch ein Vorteil von den Bändern mit Stretch-Anteil. Es geht da ein bisschen leichter, sich ja, das Material zurückzuziehen. Auf der Seite hole ich mir auch noch ein bisschen was. Ja. So. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich wieder zu breit. Es ist ein bisschen fummelig beim ersten Mal das einzustellen. Und ja, jetzt passt es tatsächlich relativ gut sogar. Also ist jetzt ein bisschen Zufall. Die Schließe ist nicht ganz mittig. Aber jetzt können wir schon den ersten Wrist-Check machen. Und wir sehen, dass es natürlich jetzt zu einem grauen Hemd nicht unbedingt gut passt. Aber dieser Überhang, von dem ich gerade gesprochen habe, jetzt sieht man ihn hier auf der Kamera, aber im Alltag halt wirklich überhaupt nicht. Ist mir zumindest bisher nicht störend aufgefallen. Die Schließe könnte noch ein bisschen weiter auf die Seite, das könnte ich jetzt noch verstellen. Aber um den ersten Eindruck zu bekommen, denke ich, reicht das hier schon aus. Gerade so für den Sommer, wenn man Bock hat, die Bänder häufiger zu wechseln und auch mal irgendwie farblich anzupassen ans Outfit, ist das natürlich eine super Sache. Und der größte Vorteil an dem System ist meiner Meinung nach, oder war für mich auch der ausschlaggebende Grund, dass man diesen Wulst, den man bei anderen NATO-Bändern hat, sich dann oft hier auf der linken oder rechten oberen Seite befindet, dass man den hier bei dem System einfach nicht hat. Ne? Und dadurch wirkt das Ganze deutlich schlanker. Gerade für schmale Handgelenke wie meins ist es deutlich schmeichelhafter. Ich muss mal kurz gucken, warum das jetzt hier so überhängt. Ich glaube, ich habe es nicht ganz sauber montiert. Beziehungsweise ist hier noch ein bisschen Spiel. Normalerweise hängt es auf jeden Fall nicht über. Also man sieht es auf der Kamera gerade so ein bisschen. Vielleicht fällt es auch nur mir auf. Aber ja, ich persönlich finde es sehr cool. Und wenn man das Band richtig montiert und alles sauber durchzieht, dann sieht man halt diese überstehenden Teile, die innen liegen, während des Tragens auch überhaupt nicht. Und ja, so sieht das Ganze dann nochmal im geöffneten Zustand aus. Wenn man es gerne ein bisschen enger trägt, so wie ich, dann ist es halt bei den nicht elastischen Bändern auch ein bisschen schwierig, beziehungsweise ja, relativ eng reinzukommen in das Band. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat,
dann ist das auch überhaupt kein Problem. Und ich muss sagen, dass mir das sehr gut gefällt. Und ja, ups, jetzt war die Schließe nicht richtig zu. Das meinte ich mit dem Druckpunkt. Jetzt ist sie richtig zu. Da muss man halt wirklich sich vergewissern, dass sie richtig dicht ist, beziehungsweise geschlossen, damit sie sich nicht aus Versehen öffnet. Und das hatte ich ein, zwei Mal. Aber wenn man auf diesen Klickton wartet und der dann auch kommt, dann ist sie wirklich auch zu 100% dicht, beziehungsweise geschlossen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf dicht komme. Und dann braucht man sich da auch überhaupt keine Sorgen machen, dass sie sich aus Versehen öffnet. Die Schließe, wie ich schon anfangs erwähnt, ist halt relativ lang, wie man hier auch sehen kann. Aber mir persönlich macht das nichts aus. Stört mich beim Tragen auch überhaupt nicht. Ich finde es eher im Gegenteil ganz cool, dass man auch wirklich merkt, dass es ja, eine schöne, massive Schließe ist, die sich da am Handgelenk befindet. Ja, kommen wir zum Preis des Ganzen. Als Zulu Diver lässt sich das leider auch relativ gut bezahlen, das System. Also ich habe die Schließe für 52 € gekauft. Ich glaube, jetzt die neuen Versionen kosten sogar 56 €. Das ist nochmal leicht nach oben gegangen, der Preis. Und ja, dafür sind die Armbänder dann relativ günstig. Ich habe eine Aktion mitgemacht, beziehungsweise konnte bei einer Aktion zuschlagen, wo es das zweite Band 50% reduziert gab, wenn man eins gekauft hat. Und ja, konnte dadurch ein bisschen was sparen. Allerdings, dadurch, dass die Bänder aus Großbritannien verschifft werden, beziehungsweise verschickt, kommen dann noch sehr gesalzene Versand- und Steuerkosten drauf. Also insgesamt musste ich, glaube ich, 50 € für Steuern und Versand noch oben drauf packen oder ich glaube sogar knapp 60, was natürlich dann wirklich happig ist und das Ganze leider nicht günstig macht. Für die 12 Bänder und die Schließe habe ich dann insgesamt knapp 220 € gezahlt. Natürlich hat man dann auch 12 Armbänder, was natürlich eine Menge ist und man kann fleißig durchwechseln. Aber die Versandkosten und die Einfuhrsteuern machen natürlich, trüben natürlich den Eindruck so ein bisschen, beziehungsweise machen es nicht erschwinglich, das Ganze. Dennoch habe ich mich dafür entschieden und bereue es nicht, weil ich wirklich begeistert bin von dem System. Ich trage es sehr gerne, seit ich es habe und es macht einen tollen Eindruck und wirkt auf jeden Fall so, als könnte man damit wirklich viele Jahre Spaß haben am Handgelenk. Und das ist ja das, worum es mir dabei ging. Ja, ich denke, das soll auch erstmal reichen als erster Eindruck. Ich sehe, dass das Video schon wieder sehr lang ist. Irgendwie kurze Videos kann ich nicht. Die Leute, die mir schon ein bisschen länger folgen, wissen das. Ich hoffe, dass man einigermaßen sehen konnte, wie das Ganze montiert wird. Ich habe tatsächlich 2, 3 Anläufe gebraucht, um es auf der Kamera halbwegs gut rüberzubringen. Und ja, wenn ihr euch für das Ganze interessiert, kann ich euch das Ganze gerne auch nochmal verlinken. Wie gesagt, ich kriege dafür kein Geld, finde es aber sehr cool und ja, stelle den Link dann auch gerne zur Verfügung und unterstütze es dann auch gerne. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut, ciao.